Ja, zunächst einmal möchte ich Künstliche Intelligenz definieren als Begriff und ich beziehe mich da auf die Definition nach Wang. Und Wang hebt zwei spezifische Aspekte der künstlichen Intelligenz heraus. Nämlich zum einen, dass Softwarealgorithmen in der Zukunft in der Lage sein werden, sich an Umweltbedingungen anzupassen und das ist ein zweiter wichtiger Aspekt der künstlichen Intelligenz, in der Lage sein werden, auf bisher unbekannte Aufgabenstellungen zu reagieren. Und diese beiden Möglichkeiten führen eben dazu, dass Softwaresysteme immer stärker in der Lage sein werden, kognitive Prozesse und auch kognitive Tätigkeiten von Menschen zu übernehmen. Das heißt, ganz kurz gesagt, was wir sehen werden in den nächsten Jahren ist eine immer stärkere Übernahme von Tätigkeiten, die vormals Menschen oblagen, die nun aber von Softwarealgorithmen durchgeführt werden können. Das führt zu einer ganz starken Automatisierung von ganz vielen Arbeitsbereichen. Das umfasst eben nicht nur klassische Fließbandarbeit, sondern das dehnt sich aus auf Finanzbuchhaltung, das dehnt sich auf juristische Fragestellungen aus, aber auch auf Fragen nach der Organisation von Unternehmen. Aber, und das ist das Spannende, Menschen werden in diesem Zusammenhang noch weiterhin gebraucht werden. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang in dem Menschen und Algorithmen zusammenarbeiten von sogenannten Zentauren-Teams. Zentauren kommen aus der griechischen Mythologie, denn sie verbinden die Intelligenz des Menschen mit der Geschwindigkeit von Pferden. Und ein schönes Beispiel hierfür sind Schachspiele. Wir sehen aktuell, dass Zentauren-Teams, also Teams, die zwischen menschlichen Spielern und Superrechnern zusammengesetzt sind, bessere Erfolge bis heute erzielen als reine Algorithmen. Und wir können davon ausgehen, dass diese Zentauren-Teams in ganz vielen anderen Branchen auch zum Einsatz kommen werden und somit die Zukunft der Arbeit prägen. Wenn wir überlegen, welche Jobs wir in der Zukunft durchführen können und welche Jobs in der Zukunft von Algorithmen durchgeführt werden, dann stellt sich immer die Frage, ist der Job digitalisierbar oder ist er automatisierbar? Und wenn beide Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Job in Zukunft von Algorithmen durchgeführt wird. Ich will aber auch das an einem praktischen Beispiel erläutern. Bereits 2017 ist es Google gelungen, einen Softwarealgorithmus zu schreiben, der eigenständig neuen KI-Code schreibt. Beispielsweise für Spracherkennung in Softwaresystemen. Und das Spannende war, dieser Code, den der Code geschrieben hat, war dem seiner Programmierkollegen, seiner menschlichen Programmierkollegen überlegen. Das heißt, wir sehen hier, dass auch klassische Berufe, von denen man eigentlich denkt, dass sie auch ganz lange noch den Menschen vorbehalten sein werden, schon in naher Zukunft von AI übernommen werden könnten. Ja, ich glaube, dass wir uns als Mitarbeiter und als Unternehmen auf unsere menschlichen Kernkompetenzen besinnen sollten. Das ist die Kreativität, das ist das menschliche Interagieren und das ist aber auch die Empathie für andere Menschen und für soziale Situationen. Ein Mensch oder ein Algorithmus wird auch in 20 Jahren noch nicht die Aufgabe einer Krankenschwester übernehmen können und er wird auch nicht die strategischen Entscheidungen in einem Unternehmen treffen können. Ja, ich glaube, dass wir in einem Bereich tätig sind, dessen Folgewirkungen heute noch schwer abschätzbar sind. Und natürlich gibt es Diskussionen über die langfristigen Folgen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, aber schon heute sehen wir, dass dem einen oder anderen Entwickler durchaus mal auch mulmig zumute wird. Denn dem Unternehmen, dem Konzern Facebook ist es so gegangen, die hatten im Jahr 2017 mehrere Chatbots im Netz und diese Chatbots haben angefangen miteinander zu interagieren. Das war erstmal noch nicht problematisch. Problematisch wurde es dann, als diese beiden Chatbots angefangen haben, in einer Sprache miteinander zu interagieren, die die Programmierer und Entwickler selbst nicht mehr verstanden haben. Und das wurde Facebook so unheimlich, dass sie den Stecker gezogen haben und beide Algorithmen vom Netz genommen haben. Und da sieht man schon,
unabhängig davon, dass es erstmal eine nette Geschichte ist, dass doch dieses mulmige Gefühl in der Entwicklung immer mitschwingt, wenn man Algorithmen weiterentwickelt an dieser Stelle. Nein, ich glaube, wenn wir die technologischen Bedingungen der Gegenwart anschauen und auch wenn wir mit Experten oder Experteninterviews auswerten, dann sind diese gefährlichen Entwicklungen nicht heute oder morgen möglich, aber ich sag mal, in 10, 20 Jahren sollten wir durchaus darüber nachdenken, auch ethische und technische Grenzen für die Entwicklung solcher Algorithmen zu definieren, um eben solchen Gefahren auch aus dem Weg zu gehen.